Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Ich verneige mich vor Xabi Alonso. Was für eine absolute Machtdemonstration von Real Madrid. Jedem Madridista, der dieses Spiel gestern nicht gesehen hat, was sage ich? Jedem Fußballfan, der dieses Spiel gestern nicht gesehen hat, empfehle ich, schaut euch die ersten 45 Minuten von Real Madrid gegen Valencia an. Die zweite Halbzeit, die könnt ihr euch ein bisschen sparen. Das war nur noch Kraftschonen. Obwohl es lohnt sich eigentlich, die Halbzeit zu schauen für das Tor von Álvaro Carreras. Ihr werdet gleich sehen, über was ich rede. Aber diese erste Halbzeit von Real Madrid war das Beste, was ich von Real Madrid in den letzten 2 Jahren gesehen habe. Pressing, Aggressivität, Torchancen, Tore. Der FC Valencia hatte nicht den Hauch einer Chance. Und nicht, weil sie besonders schlecht waren, sondern weil Real Madrid besonders gut war. Viel Spaß beim Video. Wenn du Trainer von Real Madrid bist, wirst du immer wieder Spieler im Kader haben, wo du weißt, die werden sich für jede Sekunde auf dem Platz zerreißen. Die Carreras, die Militaos, Spieler, wo du ganz genau weißt, die werden immer alles geben. Auch ein Fede Valverde ist ein gutes Beispiel. Eduardo Camavinga, Tchouaméni, ich könnte so weitermachen. Aber wenn du es als Trainer schaffst, dass auch die Kylian Mbappés, die Vini Juniors, die Jude Bellinghams dieser Welt ackern wie Wahnsinnige, Kilometer fressen, in die Zweikämpfe springen, aggressiv sind, dann erlebst du solche Spiele wie gestern Abend im Santiago Bernabéu. Real Madrid hat Valencia überrollt, wie eine Dampfwalze. Valencia hat keine Sekunde Zeit zum Atmen gehabt. Und die haben sich versucht, mit Händen und Füßen zu wehren, haben versucht, sich rauszukombinieren oder den Ball lang rauszuspielen. Aber egal, was auch Valencia immer probiert hat, Real Madrid war schon da. Meistens mit 2 oder 3 Gegenspielern, mit einer Aggressivität, mit einer schnellen Balleroberung. Und es war eine Frage der Zeit, wann die Tore fallen. Ich war gestern Anfang meines Livestreams noch etwas vorsichtig und habe gesagt, wir dürfen die 3 Punkte, die wir gegen Barcelona in dem wunderbaren Clasico letzte Woche gewonnen haben, nicht herschenken. Und Real Madrid hatte nicht vor, diese Punkte herzuschenken. Real Madrid hat von der ersten Minute klar gemacht, die 3 Punkte bleiben im Santiago Bernabéu. Und die Frage war nur, wie hoch gewinnt Real Madrid? Ja, bevor wir aber auf das Spiel eingehen, sollten wir uns die Aufstellung von Xabi Alonso anschauen. Und da können wir es kurz machen. Er hat die gleiche Aufstellung wie im Clasico genommen, bis auf Eduardo Camavinga. Dafür ist ein Franco Mastantuono reingekommen. Ein Xabi Alonso hat sich für die offensivere Variante entschieden. Ja, im Großen und Ganzen hinten die 4 Abwehrleute, die wir inzwischen schon kennen. Auf die Einzelleistung gehe ich gleich ein, aber was Álvaro Carreras und Fede Valverde gestern geleistet haben, Sofascore. Ich habe, glaube ich, noch nie gesehen, dass die beiden Außenverteidiger die Spieler mit der höchsten Bewertung waren. Das haben die sich gestern aber auch verdient, obwohl ich auch sagen muss, ein Jude Bellingham. Vielleicht der geheime MVP, aber das Gleiche kann man auch über Kylian Mbappé sagen, vorne mit seinen 2 Toren. Also, wahnsinnig tolle Leistung des gesamten Teams, des gesamten Blocks. Und allgemein muss ich sagen, es kommt mir so vor, als wenn Real Madrid auf einer Mission wäre. Wir reden in den letzten Wochen sehr viel über die Bayern, die wirklich eine überragende Saison spielen. Aber meiner Meinung nach hat Real Madrid jetzt mindestens gleichgezogen mit den Bayern. Die Leistung in den letzten 2 Wochen. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Vor 2,5 Wochen habe ich noch ein bisschen gemeckert nach dem Sieg gegen Juventus Turin. Die Stellschrauben schienen noch nicht richtig zu funktionieren. Aber im Clasico hat ein Xabi Alonso mir schon Hoffnung gemacht und ich habe gedacht, oh, das ist also das Ziel, wo Real Madrid hin möchte. Und man hätte denken können, okay, gegen den FC Barcelona, nach den Worten von Lamine Yamal war Madrid besonders übermotiviert. Aber denkst du, wenn ein Madrid diese Leistung regelmäßig abrufen kann, auch gegen Valencia, die vom Potenzial nicht annähernd mit Real Madrid zu tun haben,
dann wird es eine schöne Saison. Es kommt mir vor, als wenn Xabi Alonso es geschafft hat, die ganze Mannschaft auf eine Mission zu eichen. Alle rudern in die gleiche Richtung. Und was wir gestern erlebt haben, war Fußballkunst. Für mich erinnert es mich sehr stark an das Real Madrid von José Mourinho. Auch an das Real Madrid mit Mesut Özil und Cristiano Ronaldo. Ihr könnt schon ahnen, worauf ich hinaus möchte. Ja, wie dem auch sei, starten wir ins Spiel. Und das Spiel hat mit einer Schocknachricht für den Madridismo gestartet. In der ersten Aktion des Spiels knickt Arda Güler übelst um. Der Spieler von Valencia kann da nichts für, den muss ich da ein bisschen aus der Schuld nehmen. Und Arda Güler bleibt liegen. Das sind Bilder, die wir nicht kennen. Es gibt Spieler, die liegen alle paar Minuten, wo du denkst, ja, der steht schon wieder auf. Aber so ein Spieler wie Arda Güler, wenn der mal liegen bleibt, dann machst du dir automatisch Sorgen. Man hat das auch gesehen, Bellingham, Vini, Mbappé, Tchouaméni standen direkt um den jungen Türken herum. Aber es gibt Entwarnung aus Spanien. Erstens ist der junge Türke wieder reingekommen und nachdem das Spiel zur Halbzeit mit 3-0 schon entschieden war, hat Xabi Alonso sich entschieden, ich gehe kein Risiko ein. Ein Arda Güler ist unverzichtbar für dieses Real Madrid und er hat ihn rausgeholt. Gute Aktion, clevere Entscheidung von Xabi Alonso. Wie dem auch sei, das Spiel startete also mit einer Schocknachricht, wobei wir relativ schnell beruhigt waren. Ich glaube, spätestens der erste Kontakt des Türken, als er wieder auf dem Platz war, wo er einen Kylian Mbappé alleine aufs Tor schickt, hat schon wieder gezeigt, was wir da für einen Fußballer haben. Wenn dieser Junge, ich will gar nichts sagen, wenn der anders heißen würde, wenn er bei einer anderen Mannschaft spielen würde, würden wir noch über ganz andere Sachen von ihm reden. Aber ich bin froh, dass er bei Madrid ist. Ja, und so ging es weiter. Nicht nur Arda Güler schickt Kylian Mbappé alleine aufs Tor. Danach haben sich die Chancen schon angehäuft in den ersten Minuten. Madrid hätte schon 1-2-0 führen können bis zur besagten 19. Minute. Ja, und da hat sich Valencia entschieden, in einer Ecke 3 Elfmeter zu machen. 2 oder 3, ich glaube, das kann man diskutieren. Im Endeffekt hat der Schiedsrichter das klare Handspiel gegeben zum Elfmeter für Madrid. Hätte er das Handspiel nicht gegeben, hätte er zumindest das Halten an Kylian Mbappé als Elfmeter geben müssen. Das bei Jude Bellingham ist für mich kein Elfer, weil da halten die sich gegenseitig. Aber bei Kylian Mbappé, der wird von hinten sowas von festgehalten. Ja, einer von 2 Elfmetern. Das VAR hat ewig gedauert. Ich glaube, die mussten im Regelwerk nachgucken, ob sie in einer Aktion 2 Elfmeter geben können. Im Endeffekt gab es einen Elfmeter für Real Madrid. Kylian Mbappé hat den souverän gemacht. Ja, dann hat Real Madrid weitergespielt. Tolles Spiel vom Mittelfeld, von der Abwehr. Wir haben so hoch verteidigt. Ein Fede Valverde gibt dieser Mannschaft so viel, der presst so weit vorne und hat aber die Kapazität, falls ein Ball mal durchkommt, nach hinten den Gegenspieler wieder einzuholen. Das ist wirklich wie eine Wettbewerbsverzerrung. Das fühlt sich an, als wenn wir cheaten würden. Also, wie dem auch sei, es war eine Frage der Zeit. Jude Bellingham, tolles Spiel, findet Arda Güler über links. Und Arda Güler und Kylian Mbappé, also mir fehlen die Worte, mir gehen die Worte aus. Diese Connection, die die beiden haben, ist einmalig in der Welt des Fußballs. Die Flanke des Türken findet natürlich den Franzosen. Wie soll es auch anders sein? Und der macht das 2-0. Die beiden haben uns schon sehr viel Freude gemacht und werden uns noch sehr viel Freude machen. Toller Pass, tolle Flanke, tolle Direktabnahme des Franzosen, der mal wieder in den ersten 20, 30 Minuten schon wieder 2 Tore hatte. Ja, und er hätte auch noch ein drittes machen können, kurz vor der Halbzeit. Der nächste glasklare Elfer. Vini rennt am Torwart vorbei, der erwischt den Ball, kein Elfer vom Torwart. Álvaro Carreras zieht rein und Thierry, dem immer noch schwindelig davon war, dass ein Vini Junior, den in den ersten 40 Minuten komplett nass gedribbelt hat, komplett schwindelig gespielt hat, ja, der haut Álvaro Carreras um, ganz klarer Elfer. Auch so ein Punkt. Es wird sich inzwischen darüber beschwert, dass Madrid 6 Elfmeter bisher in dieser Liga hat. Ja, habt ihr euch die Elfmeter mal angeschaut? Unter anderem die beiden von gestern. Was sollen die Schiris denn machen? Ich würde mich eher bei den Gegenspielern beschweren, dass sie aufhören sollen, so klare Elfmeter zu machen. Ja, wie dem auch sein, glasklare Elfmeter. Und Kylian Mbappé in seiner großzügigen Art, obwohl er gesagt hat, er möchte den nächsten goldenen Schuh holen, schenkt er dem Elfmeter Vini Junior. Also wer sagt, dass es in dieser Kabine nicht stimmt, der hat keine Ahnung von Menschen, der sieht nicht, was für eine Stimmung da herrscht. Vini Junior schießt allerdings einen wirklich schlechten Elfer. Der Torwart hält ihn gut. Arda Güler Nachschuss, der Torwart hält ihn wieder gut.
Ja, Leute, wenn ihr mich fragt, sollte ein Kylian Mbappé weiterhin die Elfmeter schießen, wenn es irgendwann 3-0 steht, kann man dann vielleicht über einen Tausch denken. Wobei, es stand 2-0, Valencia kam nicht aus dem eigenen 16er gefühlt, es war eine Frage der Zeit, dass das dritte und vierte fällt. Finde ich eine schöne Geste von Kylian Mbappé. Ob Vini der Richtige ist? Naja, die Elfmeterquote von Vini sollte sich schleunigst erhöhen, sonst sollte er keine Elfmeter mehr schießen. Ja, wie dem auch sei, wir waren ein bisschen enttäuscht. Ich habe noch gesagt, wenn das 3-0 fällt, ist das Ding vorentschieden in der ersten Halbzeit. Und ein gewisser Engländer aus Birmingham hat sich gedacht, oh, Mario möchte ein drittes Tor vor der Halbzeit. Hold my beer, gib mir den Ball. Und Jude Bellingham. Wir haben anscheinend wieder den Jude Bellingham vor seiner Schulter-OP zurück. Was der beim 3-0 macht? Ja, mir fällt nur das Wort ein: Weltklasse, spektakulär. Dribbelt da an zwei Leuten vorbei, schießt den Ball rechts unten ins Eck, unhaltbar. Und während er schießt, seine Feier war genauso schön wie das Tor. Er bleibt abrupt stehen, hebt die Hände auseinander, hat mich extrem an den Torjubel von Eric Cantona, damals für Manchester United, erinnert. Einfach nur Aura. Ja, und das Spiel war zur Halbzeit entschieden. Das wusste Real Madrid, das wusste Valencia, das wusste auch Xabi Alonso, der nicht nur eine gute Aufstellung gefunden hat, sondern auch gute Auswechslungen gefunden hat. Ein Tchouaméni war schon gelb vorbelastet, kein Risiko. Ein Arda Güler war böse umgeknickt, kein Risiko. Dafür kam ein Dani Ceballos rein und ein Camavinga und Real Madrid hat trotzdem weiter das Spiel dominiert. Man muss sagen, Real Madrid ist komplett vom Gas gegangen. Real Madrid war im Verwaltungsmodus und trotzdem hat Madrid nichts anbrennen lassen. Ich glaube, Valencia hatte nach den 90 Minuten noch nicht mal Expected Goals von 0,5. Ja, was willst du da sagen? Thibaut Courtois hat, glaube ich, eine Parade im ganzen Spiel machen müssen. Ja, überragendes Real Madrid. Ja, das größte Highlight in der zweiten Halbzeit war das Tor von Roberto Carlos. Entschuldigung, ich meine Álvaro Carlos. Was ist los? Álvaro Roberto Carreras. Was ist das für ein Tor? So ein Tor habe ich seit Roberto Carlos nicht mehr bei Real Madrid von einem linken Verteidiger gesehen. Der scheppert den Ball Millimeter genau in den rechten Winkel. Geht dieser Schuss einen Millimeter weiter nach rechts, prallt er weg, nach oben prallt er runter. Ja, das Tor ist ein Gemälde. Und es freut mich für Álvaro Carreras. Der war vorher schon einer der MVP-Kandidaten und der krönt seinen Abend mit diesem traumhaften Tor. Also Real Madrid hat da einen genialen linken Verteidiger gekauft. Tolles Spiel von Álvaro Carreras. Ja, im Großen und Ganzen war es das schon fast, was es zum Spiel zu sagen gibt. Auf die Einzelleistung, wie ihr es könnt, komme ich jetzt. Aber absolut verdient, absolut souverän. Schaut euch das Spiel als Madridista nochmal und nochmal an. Xabi Alonso scheint endlich da angekommen zu sein, wo wir hinwollen. Er hat uns versprochen, es wird von Woche zu Woche besser. Er hält sein Wort, wobei ich nicht weiß, wie man das jetzt noch toppen will. Er hat versprochen, das Feuer springt wieder über auf die Fans. Und ich kann jetzt schon kaum erwarten, wie wir am Dienstag in Anfield gegen Liverpool spielen. Ich habe eine riesen Vorfreude auf jedes Spiel von diesem Real Madrid. Und wie ich dieses Video gestartet habe, so muss ich das jetzt noch einmal betonen. Ich ziehe meinen Hut vor Xabi Alonso. Was der aus dieser Mannschaft geformt hat, ist unglaublich. Lasst uns hoffen, dass wir dieses Real Madrid auf diesem konstanten Level weitersehen. Dann kann, ich sage nicht es wird, aber dann kann Real Madrid diese Saison um jeden Titel mitspielen, gegen jeden Gegner auf dieser Welt. Ja, das war meine Meinung zum Spiel. Kommen wir jetzt zur Einzelleistung der Spieler. Ja, Thibaut Courtois, ich glaube, da hätte ich auch im Tor stehen können. Also, wie soll ich die Leistung von Thibaut Courtois bewerten? Was er halten musste, hat er gehalten zu 0. Also gutes Spiel des Belgiers. Unsere beiden Außenverteidiger. Ja, vielleicht die besten Spieler gestern auf dem Platz, aber es waren so viele gut, dass es mir schwerfällt zu sagen, wer der Beste war. Tolles Spiel von Álvaro Carreras. Das Tor hat seine Leistung gekrönt, aber auch ein Fede Valverde. Der Junge ist der beste rechte Verteidiger der Welt und weiß es nur nicht. Also es tut mir nur ein bisschen leid für den Trent Alexander-Arnold. Der kommt von Liverpool nach Madrid und auf einmal war da ein Dani Carvajal überragend.
dann verletzt sich der und dann hast du einen Fede Valverde, der auch noch ein Weltklasse-rechter Verteidiger ist. Also tolles Spiel. Eder Militao, Dienhausen, ja, die zwei Türme hinten für Real Madrid, beide mit einem überragenden Spiel. Mir gehen die Superlativen für den Eder Militao aus. Ich hoffe nur, er bleibt vom Verletzungspech dieses Jahr verschont. Tolle Leistung der Innenverteidiger. Ja, im Mittelfeld Tchouaméni, geiles Spiel, tolles Spiel. Camavinga, als der reingekommen ist, auch. Aber wie gesagt, es ist schwer, die Einwechslungen zu beurteilen, weil Real Madrid generell einen Gang zurückgeschaltet hat. Ja, Bellingham und Arda Güler. Diejenigen, die gesagt haben, Bellingham und Güler, das klappt nicht zusammen. Auch das hat ein Xabi Alonso hinbekommen. Die beiden sind perfekt aufeinander eingestimmt. Man hat auch gesehen, wie die sich verstehen, als der junge Türke am Boden lag, wie Bellingham direkt da war, ihn umarmt hat. Ja, ich weiß gar nicht, wer besser war. Bellingham ein super Tor, Arda Güler eine super Vorlage, Mbappé noch 2-3 Mal geschickt. Also eine perfekte Syntonie von diesen beiden Zauberern. Es macht nur Spaß, denen zuzuschauen. Vorne im Sturm fangen wir mal mit der besten von allen Nachrichten an. Kylian Mbappé ist der beste Fußballer auf diesem Planeten. Da erlaube ich auch keine Diskussion mehr. Kylian Mbappé hätte gestern bestimmt wieder 3, 4, 5 Tore machen können. Der hat einen Vini noch dem Elfmeter geschenkt, sonst hätte der seinen Hattrick in den ersten 40 Minuten schon wieder erledigt. Der Franzose ist on fire, er ist der Leader von diesem Real Madrid. Ja, Xabi Alonso hat seinen persönlichen Cristiano Ronaldo gefunden. Ich bin gespannt, ob Kylian Mbappé die Zahlen des Portugiesen einholen kann, zumindest in dieser Saison. Aber Kylian Mbappé sagt ja selber, um auf die Stufe von Cristiano Ronaldo zu kommen, muss ich das über 9 Jahre machen. Er ist gerade mal in seinem ersten Jahr. Also wir müssen da die Distanzen noch ein bisschen respektieren. Ja, dann die 2 schlechteren Nachrichten, obwohl die eine finde ich gar nicht. Vini Junior hat den Elfer verschossen, aber ansonsten hat er mir gefallen. Der hat einen Thierry schwindelig gespielt und Thierry ist ein absolut ekelhafter Gegenspieler. Physisch stark, sauschnell, aggressiv in den Zweikämpfen. Und Vini Junior hat ihn aussehen lassen wie einen Pablo Maffeo. Vini Junior ist jedes Mal vorbeigekommen. Vini Junior hat den Ball zurückgelegt in zwei Spielsituationen. Einmal auf Arda Güler, der den Ball leider dem Torwart in die Hände schießt. Einmal auf den Mbappé, da hält der Torwart den Ball überragend. Vini Junior kann gestern locker mit 2 Assists vom Platz gehen. Der hat meiner Meinung nach fast immer die richtige Entscheidung getroffen. Der hat abgespielt, als er abspielen musste, hat gedribbelt, als er dribbeln musste. Also ich bin vom Spiel von Vini Junior echt sehr, sehr zufrieden. Hätte der den Elfer noch gemacht oder die anderen die Assists verwandelt, würden wir wahrscheinlich wieder über einen genialen Abend von Vini Junior reden. Ja, und die einzige schlechte Nachricht am gestrigen Abend war für mich Franco Mastantuono. Der Argentinier hat mal wieder enttäuscht und es hagelt sehr viel Kritik auf ihn ein. Die meine Videos schon seit längerem verfolgen, wissen, was ich sagen werde. Piano, der Junge ist 18, der kommt aus einem anderen Kontinent, andere Liga, der muss sich erstmal finden. Man muss natürlich Xabi Alonso die Frage stellen, warum darf er jedes Spiel über 90 Minuten spielen? Aber wer bin ich, einem Xabi Alonso eine Frage zu stellen? Einem Trainer, der aus diesem Real Madrid dieses Bollwerk gemacht hat, diesen Traumfabrik am Fußball. Also, was Xabi Alonso sagt, ist gesetzt. Ich werde mich da nicht beschweren. Aber man kann es auch als gute Nachricht sehen. Real Madrid hat zu 10 dieses Spiel so dominiert. Na, das wäre auch ein bisschen unfair, denn man muss Franco Mastantuono schon eingestehen, die Arbeit, die er nach hinten leistet, ist für diese Mannschaft auch essentiell. Das Pressing, das Momentum, die Aggressivität, die Umschaltbewegung nach Ballverlust, das haben sie alle toll gemacht. Sonst würde Real Madrid nicht diese hohen Ballgewinne immer und immer wieder generieren, meistens im letzten Drittel des Gegners. Also, defensiv eine tolle Leistung, nach vorne geht viel mehr. Bin ich gespannt, wie Xabi Alonso da in den nächsten Wochen reagiert. Ich mache mir aber noch keine Sorgen um das Potenzial von Franco Mastantuono. Ja, im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit jedem einzelnen Franco Mastantuono nach vorne. Würde ich mir wünschen, aber wir haben genug Alternativen auf der Bank. Zu den Auswechselspielern, wie gesagt, da kann ich nicht viel beurteilen, weil Real Madrid 3, 4 Gänge zurückgeschaltet hat. Absolut im Verwaltungsmodus und trotzdem souverän gewonnen. Ja, das ist meine Einschätzung zum Spiel. Ich werde bis Dienstagabend spätestens frühestens mit einem Grinsen durch mein Haus laufen. Bin sehr stolz, dass ich Fan von diesem Real Madrid bin.
Ja, wunderschöner Abend. Ich bin gespannt, was sagt ihr zu diesem Spiel? Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Like da, teilen, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, drückt drauf, kostet nichts. Support ist kein Mord und unterstützt diesen Kanal auf unserem Weg zu den 15.000 Followern. Wäre eine Riesenfreude. Ja, wir sehen uns morgen wieder. Darauf freue ich mich schon. Bis dahin. Alarm!